So, the focus for the weekend is depth and light. Unser Fokuspunkt für dieses Wochenende ist Tiefe und Licht. This translates a common term in Dzogchen, zabgye. Das ist die Übersetzung für den allgemeinen Begriff des Dzogchens, zabgye. It's very similar to the Tibetan word for Buddha, sangye. Es ähnelt sehr dem tibetischen Wort für Buddha, Sangye. The gloss or the normal way of talking about the meaning of Buddha is sang means to purify and gye means to expand. Und die gewöhnliche Vorstellung, die wir haben von einem Buddha fasst sich darin zusammen, Sang bedeutet reinigen und Gye bedeutet alles zu durchdringen. So the Buddha has purified all obscurations and limitations and has developed all good qualities and is therefore able to manifest whatever is required. Und das bedeutet, dass ein Buddha alle Hindernisse, alle Verdunklungen vollständig bereinigt hat, alle Qualitäten vollständig entwickelt hat und deswegen alles, was jeweils angemessen und notwendig ist, manifestieren. Zab or depth means kada. Das bedeutet, Zab oder Tiefe ist Kada. It's the depth of the space of the Dharmadhatu. Das bedeutet die Tiefe der Weite von Dharmadhatu. So when we look, we see the wall in front of us. Wenn wir also schauen, sehen wir die Wand vor uns. The wall is in space and beyond the wall there's another room or space outside. Die Wand befindet sich in der Weite, dahinter befindet sich ein weiterer Raum, dahinter wieder geht es nach draußen. Emptiness means there is no real barrier. Leerheit bedeutet, dass es keine wirkliche Barriere gibt. Everything is within emptiness. Alles befindet sich in der Leerheit. So depth is the infinite space of the Dharmadhatu. Das heißt, die Tiefe ist die unendliche Weite des Dharmadhatu. Dharmadhatu means the space of the dharmas. Dhatu means like, in this sense means like an openness. Dharmadhatu bedeutet die Weite, die Offenheit aller Dharmas. As we've looked already, everything has to be somewhere. Wir haben es ja schon gesehen, alles muss irgendwo sein. All phenomena are located. Alle Phänomene befinden sich irgendwo. Because everything has something in front of it or behind it, above it, below it and so on. Weil alles irgendwas vor sich hat oder hinter sich, da drüber oder da drunter und so fort. This locationing or this locatability of phenomena weaves them into the web of signifiers. Diese Eigenschaft, dass man Phänomene verordnen kann, lässt sie zum Teil des Netzes von Merkmalen und von Dingen, die man Bedeutung zumisst oder die Bedeutung zumessen. Because every dharma is in conversation or interaction with other dharmas. Denn jedes Dharma befindet sich im Austausch und in Interaktion mit anderen Dharmas. So the Dharmadhatu is the space within which dharmas occur. Dharmadhatu ist also die Weite, innerhalb derer Dharmas in Erscheinung treten. Dharma here means phenomena. Und Dharma bedeutet hier Phänomene. They are inseparable from the Dharmadhatu. Sie sind vom Dharmadhatu nicht zu trennen. So the Dharmadhatu is a space which is filled with that which is not different from itself and yet shows difference. Der Dharmadhatu ist also erfüllt von dem, was von ihm selbst nicht unterscheidbar ist und sich trotzdem aber zeigt. So depth means the unimpeded openness of the mind which includes whatever is occurring. Tiefe bedeutet die ungehinderte Weite des Geistes, die alles umfasst, was in Erscheinung. So we have terms very famous like Dzogchen from Longchenpa's name. Also gives a sense of a great space or depth. Wir haben zum Beispiel Begriffe wie Dzogchen, wie eben im Namen von Longchenpa, der eine Weite, eine Tiefe beschreibt, dieser Begriff.
Dzogchen Ramja means exactly zabgye. Dzogchen Rabjam bedeutet ganz exakt zabgye. Ramja means kind of expansive, filling everything. Ramjam bedeutet ausgedehnt zu sein, alles ausfüllend oder erfüllend zu sein. So, the depth is the immediate inclusion of everything. Tiefe ist die augenblickliche Inkludierung von allem, dass alles darin inklusive ist. That our mind can encompass everything. Unser Geist kann alles umfassen. And yet, you cannot find the bottom of it, or the top, or the side. Trotzdem kann man weder den Boden davon finden oder das Oben oder die Seiten davon. So this depth really means or indicates immeasurable. Tiefe weist auf das Unermessliche. It can't be summed up. Es kann nicht zusammengefasst werden. And so you can't come to any conclusion about it. Darum kann man auch nicht zu einer Schlussfolgerung darüber kommen. What does this mean? We sit in the meditation practice. Was bedeutet das, wenn wir in der Meditationspraxis sitzen? Lots of things are occurring. Da kommen jede Menge Dinge auf und treten auf. In and of themselves, none of these is a limit. Und keines davon, was da in Erscheinung tritt, ist in sich selbst oder von sich selbst heraus in irgendeiner Form eine Begrenzung. They have an impact. Aber sie haben eine Wirkung. In the old-fashioned fairground, you could have these things they call bumper cars. You get the dodgems, and you get in and you drive, and you can whack into other people. Auf altmodischen Jahrmärkten gibt es die Autoscooter, ne? Ja. Genau, wo man halt diese ineinander fahren konnte, weil überall um die Autos Gummis rum waren, sodass man sich dabei nicht verletzte. And this is our world. We bump into each other, and it gives rise to new dharmas and new dharmas. Und so funktioniert unsere Welt. Wir knallen ineinander rein und das erzeugt wieder weitere und neue Dharmas. New formations arise all the time. Die ganze Zeit entstehen neue Formierungen. So you never get to the end of them. Damit kommt man nie zum Ende. The calmness of the mind Die Ruhe des Geistes is the non-duality of the Dharma and the space. ist die Nicht-Dualität von Dharma und Weite. Dharmas don't display space. Dharmas zeigen die Weite nicht. They don't cause any trouble for space. Und sie bewirken für die Weite keine Schwierigkeiten. So when we sit in the meditation practice and we become irritated with our mind or confused or disappointed that we can't maintain our clarity or whatever, Wenn wir also meditieren und dann verwirrt sind darüber oder enttäuscht sind darüber, dass wir zum Beispiel unsere Klarheit nicht aufrechterhalten können, this is not the hospitality of the Dharma Dhatu. hat das nichts mit der willkommen heißenden Eigenschaft des Dharma Dhatu zu tun. This is the consequence of locating ourselves in a particular place. Sondern die Konsequenz daraus, dass wir uns an einem bestimmten Ort verorten. Because I am like this, I don't want that. Weil ich so bin, mag ich das nicht. So, whenever we find ourselves getting into judgment or hopes and fears, we return to the point, who is the experiencer? Wann immer wir dann also bemerken, dass wir uns irgendwie verlieren in Beurteilung, in Hoffnung, in Befürchtungen, kehren wir wieder zurück, genau hinzuschauen, wer erlebt das. This is not a question formulated as a cognitive inquiry. Das ist hier keine rhetorische Frage. This is more like the question, if you hear a knock on the door, you think, who is at the door? Vielmehr ist es, wenn man ein Klopfen an der Tür hört, sich zu fragen, wer ist denn das? Then you go to the door and you open it. Oh, it's you. Dann geht man zur Tür, öffnet die Tür und sagt, ah ja, du bist es. That's not very complicated. Das ist nicht sehr kompliziert. So, who is the experiencer? Wer erlebt? Here is the experience. Hier ist dieses Erlebnis. The experiencer has to be
somewhere near the experience. Irgendwie muss der erlebt, in der Nähe des Erlebens sein. The experience is like the door, knock, knock, knock. Das Erlebnis ist wie die Tür, an der es klopft. Be present with the experience. Wir sind gegenwärtig in diesem Erlebnis. And you find yourself present as the experiencer. Und dann bemerkt man, dass man als der erlebt, gegenwärtig ist. But you have to remember that this is always described in the traditions like the mirror and the reflection. Wir müssen uns aber daran erinnern, dass das in der Tradition immer mit dem Beispiel des Spiegels und der Reflexion beschrieben wird. The mirror shows the reflection which both is itself and is not itself. Denn der Spiegel zeigt die Reflexion, die sowohl er selber ist als auch nicht. When you have an experience, you're sitting and maybe some thought of going back to work at the beginning of the week, some thought comes and catches you for a little bit. Während man sitzt, hat man vielleicht irgendwie das Erlebnis eines Gedankens, wo es darum geht, was man am Anfang der Woche gemacht hat, oder irgendwas kommt immer am Anfang, wenn man sich hingesetzt hat, an solchen Erinnerungen oder Ideen. This is happening. Das passiert. It's showing. If it wasn't showing, it wouldn't be here. It's showing. Es zeigt sich. Wenn es sich nicht zeigen würde, dann wäre es ja auch nicht da. Es zeigt sich. Someone sees what's showing. Und jemand sieht das, was sich zeigt. I see what is showing. Ich sehe das, was sich zeigt. So, who is the I, who is the experiencer? Wer ist dieses Ich? Wer ist der erlebt? So we need to unelaborate the I. Wir müssen das Ich vereinfachen. That is to say, if you start to tell a story about the one who is seeing it, you just wrap into a narrative. Das ist, als ob man dem, der etwas sieht, eine Geschichte erfinden würde. You have to learn how to do this just by practicing. Man muss also lernen, das durchs Praktizieren zu tun. Again and again, we go wherever we get lost, that's where we are. Wir machen das immer wieder und immer da, wo wir uns verlieren, ist der Punkt, wo wir sind. If you are at the point of getting lost, you are not lost. Wenn man sich an einem Punkt befindet, wo man sich verliert, hat man sich nicht verloren. You're here, Du bist hier. but I should be there. Ich sollte doch da sein. That's a thought. Das ist ein Gedanke. If you're here, here is the only place to be. Wenn man hier ist, dann ist hier der einzige Ort, an dem man sein kann. This is zabgye, complete as this. Das ist wirklich Dzogchen vollständig als dies. It doesn't need anything added, it doesn't need anything corrected. Es braucht nicht irgendetwas, was dem zugesetzt wird und auch keine Korrektur. There is no difference between being clear and being hazy. Es gibt gar keinen Unterschied dazwischen, klar zu sein und getrübt zu sein. If you're clear. Wenn man klar ist. What does that mean? Was bedeutet das? It means the potential of the mirror is the same whether the light is on or off. Das bedeutet nur, dass das Potenzial des Spiegels das gleiche bleibt, egal ob das Licht an oder aus ist. If you go into a dark room, you don't see anything in the mirror. Wenn man in einen dunklen Raum reingeht, sieht man im Spiegel nichts. Doesn't mean the mirror is not a mirror. Bedeutet aber nicht, dass der Spiegel kein Spiegel ist. If you light a small candle, the room is very gloomy. Wenn man eine kleine Kerze dann anzündet, ist es immer noch ein bisschen düster im Zimmer. Now what's in the mirror is a little bit sort of shady, hazy. Und das, was im Spiegel dann zu sehen ist, ist ein bisschen verschattet, ein bisschen trübe. Then you put on the main light. Wenn man dann das Hauptlicht einschaltet, Now it's very bright. ist es sehr hell. Has the mirror been improved? Ist der Spiegel dadurch verbessert worden? Is the bright reflection better than the hazy, gloomy one? Und ist diese strahlende Reflexion besser als diese trübe, schattenhafte? It is what it is. Sie ist, was sie ist. This is so completely important. Und das ist so komplett wichtig. It is empty. Weil es ist leer. How it appears is different. Wie es erscheint, ist unterschiedlich. Tibetan language has lots and lots of ways of talking about this difference. So you have Jitawi Kembi Ishi, the
intrinsic knowing of the clear understanding of how things are. In der tibetischen Sprache gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, entsprechend das zu beschreiben mit Worten. Ein Begriff davon, den James gerade auf Tibetisch gesagt hat, ist dieses intrinsische Verständnis, das klare Verständnis davon, das klare intrinsische Verständnis davon, wie die Dinge sind. And then next to that is Jinyepe Kembe Yeshe, which means this intrinsic knowing of this clear appreciation of how things appear. Und das zweite ist dieser Begriff, der sich übersetzen lässt in einem klaren, intrinsischen, deutlichen Wissen der Wertschätzung dem gegenüber, wie die Dinge in Erscheinung treten. Because it's not either or. Denn es geht nicht um entweder oder. Jinyepe has a sense of kind of measurement, of evaluation. Jinyepe hat dieses Empfinden von Messung, wie man es bewertet. I can see that the people over there are further away from me than the people sitting here. Ich sehe, dass die Leute dort hinten weiter von mir entfernt sitzen als die Leute hier vorne. That's an evaluation. I'm able to have some sense of distance and relative proportions and location. Das ist eine Bewertung hinsichtlich, dass ich wirklich eine relative Vorstellung von der Distanz, Entfernung bekomme, von Proportionen bekomme. You couldn't function in the world if you couldn't do that. Wenn man das nicht könnte, dann könnte man in dieser Welt nicht wirklich richtig gut funktionieren. If you drive a car, you have to work out where this car is in relation to other vehicles moving fast. Wenn man ein Auto fährt, muss man unbedingt einschätzen können, wo sich dieses Auto in Bezug zu den anderen Verkehrsteilnehmern befindet. But in Tibet it's called how it appears to be. Like what you measure, what you evaluate is appearance. Auf Tibetisch wird aber beschrieben, wie es erscheint. Und das bedeutet, das, was man misst, ist Erscheinen. How it is empty. How it appears is whatever that particular shaping is. Das heißt, es ist leer, aber es erscheint als eine jeweilige bestimmte Form. Neither has essence or substance. Nichts, beide haben weder Essenz noch Substanz. So when we look around the room and we see different people's faces and bodies and postures, we get some sense of their age or their health, or whether they're very toned up exercise-wise or not. Wenn wir uns hier in diesem Zimmer umgucken und sehen wir all die unterschiedlichen Leute und kriegen eine Einschätzung davon bezüglich des Alters, bezüglich ihrer Gesundheit. Auch manche Leute trainieren ihren Körper oder nicht. And we need to be able to read other people's moods from their face and so on in order to interact. Und es ist für uns wichtig, dass wir die Stimmung der Menschen an ihrem Gesicht erkennen können, damit wir mit ihnen angemessen interagieren. But what this is alluding to is this is a momentary permission. Dies aber weist darauf hin, dass es sich hierbei jeweils um eine jeweils momentane Erlaubnis handelt. If somebody looks a bit sad, they look a bit sad now. Wenn jemand ein bisschen traurig aussieht, sieht er jetzt ein bisschen traurig aus. Maybe they're not sad. Vielleicht ist er gar nicht traurig. Maybe they are sad. Vielleicht ist er traurig. But if we say, oh, you look so sad yesterday, Wenn man dann sagt, oh, gestern hast du so traurig ausgesehen, we have imputed, we have projected an essence into that person. haben wir eine Essenz in diese Person hinein projiziert oder ihr übergestülpt. So appearance means just this appearance. Das bedeutet, Erscheinung ist wirklich nur diese Erscheinung. Because it has no internal definition to it, it's not telling you about something inside. Weil diese Erscheinung keine innere, wohnende Definition hat. Es drückt nichts aus darüber, was es innen drin ist. Everything is showing the energy of the Dharmakaya. Alles zeigt die Energie des Dharmakaya. As far as we know, the Dharmakaya is not tired. Soweit wir wissen, ist der Dharmakaya nicht müde. It doesn't have greasy hair. Hat keine fettigen Haare. It didn't forget to clean its teeth. Hat auch nicht vergessen, sich die Zähne zu putzen. People look the way they look. Menschen sehen aus, wie sie aussehen. It's
For now. Und das stimmt für jetzt, für diesen Moment. So you have emptiness and appearance. Wir haben Leerheit und Erscheinen. And the reason that these two together is called a yeshe, yeshe meaning a kind of primordial knowing, or knowing the unchanging depth of something. Und der Begriff, auf den wir hier immer stoßen, ist der von Yeshe, das heißt das ursprüngliche Wissen der Tiefe der Art und Weise, wie die Dinge sind. This is a kind of true knowing, if you like, because it doesn't presume, it doesn't assume. Wenn man möchte, ist das eine wahrhafte Erkenntnis oder ein wahrhaftes Wissen, weil es nicht irgendwie etwas annimmt, ganz genau. Weil es nicht von etwas ausgeht, weil es nicht etwas annimmt. So, I give you your freedom to be you. Ich gebe dir also deine Freiheit, du zu sein. And I give myself freedom to be me. Und ich gebe mir selbst die Freiheit, ich zu sein. I am not going to diagnose you. Ich werde dich nicht diagnostizieren. I have my big books at home for diagnosis of many conditions. Ich habe zu Hause meine riesendicken Diagnosebücher. In order to make use of them, we have to have signs and symptoms. Und damit wir diese überhaupt benutzen können, müssen wir von Anzeichen und Symptomen ausgehen. Which has us looking at people in a particular way. Das bedeutet, wir müssen Leute auf eine bestimmte Art und Weise anschauen. How can I elicit from you information that will fit into my packaging of what I think is your situation? Wie kann ich sozusagen von dem, wie ich dich anschaue, bestimmte Informationen ableiten, die dann in das Paket von Informationen hineinpassen, das ich sozusagen zu Hause damit habe und mir sagt, in welcher Situation du dich jetzt befindest. This is not necessary. Das ist nicht nötig. The person shows themselves. Die Person zeigt sich. What you gonna do with it? Was fängt man damit an? Either you respond, you engage, or you don't. Entweder geht man darauf ein oder man lässt es bleiben. And that moment has gone. Und dieser Moment ist dann schon vorbei. And then there's another moment. And you look back, hey, now they're smiling. Why the fuck are you smiling? Now you want to cheat me. I'm looking at my textbook on depression and now you're smiling. Und der Moment ist vorbei und dann guckt man die Leute wieder an und plötzlich sitzt er da oder sie da und lächelt und ich denke, nee, hier betrügst du mich. Ich lese hier gerade alles nach über Depression und du lächelst. Again, waves on the ocean, they are unreliable. Das sind Wellen auf dem Meer, sie sind nicht verlässlich. We are unreliable. Wir sind nicht verlässlich. How beautiful. Wie schön. What a freedom to be unreliable. Was für eine Freiheit, nicht verlässlich zu sein. We do not and we cannot fit into the maps in other people's heads. Wir können nicht oft in die Landkarte oder in die Karte hineinpassen, die andere Leute in ihren Köpfen haben. Because my need to understand you is often formulated as a violence towards you. Denn mein Bedürfnis, dich zu verstehen, nimmt häufig eine gewaltvolle Form, die dir gilt. To be open to you, to be truly interested in you, would take me out of me. Wahrhaft an dir interessiert zu sein und mich dir zu öffnen, nimmt mich aus mir heraus. But if I can make sense of you by pulling you into my template of interpretation, I consolidate my own sense of myself as somebody who knows what's going on. Wenn es mir aber gelingt, dich hineinzuziehen und hineinzupressen in meine Schablone, meine Einschätzung von dir, vergewissere ich mich damit dessen, dass ich jemand bin, der weiß, was los ist. So in this way, we like a kind of a fulcrum point where it's not stable, it's rocking. We are constantly having to rebalance ourselves to find the place of contact with the other. Das heißt, das ist ständig ein Kipppunkt, der nicht stabil ist und auch nicht zu stabilisieren ist. Wir müssen ständig versuchen, die Balance zu finden in unserem Kontakt miteinander.
you change, and I change. Du veränderst dich, ich verändere mich. And so how we will make contact in the next moment, we can't know until that arrives. Deswegen können wir, bevor der nächste Moment kommt, nicht wissen, wie dieser Kontakt in dem nächsten Moment aussehen wird. This is depth and light. Das ist Tiefe und Licht. Depth is the emptiness, the openness, the ungraspable nature of the revealing moment. Tiefe ist die Leerheit, die Offenheit, die nicht fassbare, nicht greifbare Natur des sich offenbarenden Momentes. Light is how it shows itself. Und Licht ist, wie es sich selbst zeigt. In seeing, there is a feeling. We are touched and moved and we respond. Mit dem Sehen geht ein Empfinden einher. Wir sind berührt und bewegt und reagieren. And that gesture, like the wave, goes back in the ocean. Diese Geste geht wie die Welle zurück ins Meer. And something else happens. Und dann geschieht was anderes. And something else happens. Und was anderes. Did we do the right thing? Haben wir das Richtige getan? It is impossible to know, Unmöglich, das zu wissen. because it will depend on your vantage point and your criteria for evaluation. Weil das einfach von unserem jeweiligen Beurteilungsstandpunkt abhängt und auch von den Kriterien, die wir zur Bewertung benutzen. That doesn't mean that we are delinquent or self-indulgent or impulsive. Das bedeutet nicht sozusagen, dass wir straffällig werden, dass wir impulsiv werden. What it means is, instead of having internal traffic lights, Statt also innere Ampeln zu haben, the prohibitions and encouragements that we internalized in our childhood, sind die Verbote und auch die Ermutigungen, die wir in unserer Kindheit internalisiert haben, what we have is the other person. in Bezug auf die andere Person immer zu sehen. Das empfinden wir als andere Person. That they show us where they are in relation in this moment. Denn sie zeigen uns, wo sie sind in Bezug auf diesen Moment. And so the face of the other guides us. Das bedeutet, das Gesicht des anderen führt uns, leitet uns. It doesn't require technical, specialized knowledge. Es braucht gar kein besonderes technisches Wissen. It requires availability, which is the quality of emptiness, because we are not stuffed full of things. Was notwendig ist, ist Zugänglichkeit, die Qualität der Leerheit, was bedeutet, dass wir nicht vollgestopft sind mit Zeug. And from that, the flow of energy, participative energy, to the situation. Und da heraus kommt der Fluss sozusagen der Energie, der Teilnahme an der Situation. There are many different kinds of potatoes. Es gibt viele unterschiedliche Kartoffelsorten. If you are boiling them, they need different amounts of boiling. Some you boil for 20 minutes and you have soup. Others you boil for 20 minutes and they're still hard. Und alle müssen unterschiedlich lange gekocht werden. Einige von denen, wenn du die 20 Minuten kochst, hat man Suppe. Andere kocht man 20 Minuten und die sind immer noch hart. Oh, don't worry, I know how to cook potatoes. Mach dir keine Sorgen, ich weiß, wie man Kartoffeln kocht. This is an abstraction. Das ist eine Abstraktion. The actual requirement is to look at the potato. Was wirklich notwendig ist, ist die Kartoffeln And anzugucken. every now and then stick a fork into it and see how it's doing. Und ab und zu mal eine Gabel reinzustechen, um zu sehen, wie weit sie sind. That is to say, you have to make a relationship with the potato even as you are boiling it. Das bedeutet, man muss sogar, während man die Kartoffeln kocht, eine Beziehung zu ihnen aufrechterhalten. If you're boiling a lobster, you probably just want to keep the lid on. Wenn man zum Beispiel eine Hummer kocht, dann möchte man wenigstens den Deckel unten drauf Oh, haben. this kind-hearted Buddhist cringing at the poor lobster. Als gutherziger Buddhist, es ist einfach grauenvoll, wenn man diesen Lobster kocht, den Hummer kocht. But the thing about the potatoes is important. If you look, the potato will show you how it's getting on. Aber diese Geschichte mit den Kartoffeln ist wirklich wichtig, denn wenn man hinguckt, zeigen die Kartoffeln, wie weit sie sind. You don't need to look up books on how to cook potatoes. Man braucht nicht in Büchern nachlesen, wie man Kartoffeln kocht. It's the same with people. People will show you. Mit Leuten ist es das Gleiche, die Leute zeigen einem das schon. And if you get it wrong, they can show you a bit more.
Und wenn du irgendwie auf dem falschen Dampfer bist, dann können sie es dir auch ein bisschen doller zeigen. The importance of this for us is to have more and more encouragement and confidence to let go of this huge amount of knowledge that we carry around, which gives us predictions and ways of testing things, because this is very burdensome. Was daran für uns wichtig ist, ist wirklich diese riesige Masse an Wissen, die wir mit uns rumschleppen, von der wir hoffen, dass sie Dinge voraussagbar macht, dass sie für uns Dinge abschätzbar und testbar macht, was eine riesige Last für uns ist, loslassen. Very often if you see these paintings of Dorje, he has a very lovely young face. Wenn man Bilder von Dzogchen sieht, ist es oft so, dass der ein sehr schönes, hübsches, junges Gesicht hat. Because what he's saying in some ways is very innocent. Denn was er sagt, ist in gewisser Weise sehr unschuldig. If you want to find out who you are, look at how you are. Wenn man wissen möchte, wie man ist, muss man gucken, wie man ist. If you're not sure, keep looking until you are. Wenn du dir nicht sicher bist, sieh so lange hin, bis du dir sicher bist. Once you're sure, don't waste your time thinking about other things. Sobald du dir sicher bist, verschwende deine Zeit nicht damit, irgendwo anders noch danach zu suchen. You don't need a PhD to study this. Dafür braucht man keinen Doktorgrad, um das irgendwie zu lernen. You need a willingness to keep looking. Man muss stattdessen gewillt sein, immer weiter hinzuschauen. The experiencer is here. Der erlebt, ist hier. Who is the experiencer? Wer erlebt? It's not being hidden by any force other than our own inability to attend without being distracted. Der wird durch keine andere Kraft verborgen vor uns gehalten, außer durch unsere Unfähigkeit, wirklich unsere Achtsamkeit offen auf etwas zu richten. Okay, so we can do some more practice in the same mode. Wir praktizieren etwas mehr in dieser Weise. Ne? The mind is here, deep and radiant. Der Geist ist hier, tief und ausstrahlend. The radiance of the mind is arising in all kinds of phenomena, what seems like outside, what seems like inside. Diese Ausstrahlung des Geistes erscheint in allen möglichen, als alle möglichen Phänomene, die uns äußerlich erscheinen, von die wir das Gefühl haben, dass sie innerlich sind. Experiences arising. Erlebnisse erscheinen. We are aware of the experience. Wir sind dieser Erlebnisse gewahr. This is undeniable. Das ist unleugnbar so. Who or what or how is the one who is aware? Wer oder was oder wie ist der dessen gewahr ist? This is who we are. Das ist, wer wir sind. So how are we? Wie sind wir denn? So we come back again and again to being present in the presence of the mind itself. Kommen wir also immer wieder zurück, im Geist selbst gegenwärtig zu sein. Okay. So just to briefly recap, with that practice, we experience
experience again and again that whatever arises goes free by itself. Um das nochmal kurz zu rekapitulieren. In dieser Art der Praxis erleben wir, dass alles, was in Erscheinung tritt, sich selber wieder auflöst. Trusting this, there's less and less need for involvement. Daran vertraut, besteht immer weniger die Notwendigkeit, sich da drin irgendwie einzumischen. In terms of awareness, thoughts don't bring any benefit, and nor do they do any harm. Bezüglich des Gewahrseins bringen Gedanken weder Nutzen noch verursachen sie Schaden. So, in the traditional example, we relax in the state of being like an empty house. Im traditionellen Beispiel sagen wir, dass wir uns in einem Zustand eines leeren Hauses entspannen. The less we identify with the content of the mind, Je weniger wir uns mit dem Inhalt des Geistes identifizieren, the fewer precious possessions we have. desto weniger kostbare Besitztümer haben wir. And so when new thoughts and feelings arise, they're like a thief in an empty house. Darum sind, wenn neue Gedanken und Empfindungen kommen, wie ein Dieb in einem leeren Haus. So, subject has less interest in object, and object has less power to fascinate subject. So hat das Subjekt weniger Interesse am Objekt und dieses Objekt wirkt weniger kraftvoll als Faszinationspunkt für das Subjekt. And returning again and again to this point of being directly present in experience, observing as being, not observing across a distance, looking at something else, something which is other than you, but being the presence which is there. Und darum kehren wir immer wieder zum direkten, reinen Gewahrsein zurück, das Sein betrachten, nicht aus einer Distanz heraus als etwas, sondern einfach nur als Erleben des Vorhandenseins, des Gegenwärtigseins. The emptiness of the mind shows itself through its own clarity. Die Leerheit des Geistes zeigt sich durch seine eigene Klarheit. Just as the mirror itself is ungraspable and unattainable, So wie man den Spiegel nicht wirklich erfassen kann und ihn nicht wirklich in Besitz nehmen kann oder nicht wirklich erreichen kann. so and shows itself only through its reflection, so the mind itself is ungraspable as a thing, but it shows itself in the clarity of its own presence. Und sich nur durch seine Reflexion zeigt, so ist auch der Geist selber unfassbar, nicht erfassbar, zeigt sich aber durch die Erscheinungen, verursacht durch die eigene Klarheit. So it's not about blocking thoughts or feelings or sensations. These are the shimmering surface of the clarity of our mind. Es geht also nicht darum, Gedanken, Empfindungen, Gefühle abzublocken, sondern es sind einfach die glänzende Oberfläche der Klarheit unseres Geistes. And it's a clarity which is not based on the appearance of something which is knowable, analyzable, and so on. Eine Klarheit, die nicht auf der Erscheinung von etwas als zu erkennen, zu definieren sich vollzieht. Appearance is passive, experience is passive. Erscheinung vergeht, Erleben vergeht. It's like lightning flashing in the sky, Wie ein Blitz, der durch den Himmel zuckt, like a rainbow. wie ein Regenbogen. There's nothing to get, and when we stop trying to get, it gives itself. Man kann es nicht in Besitz nehmen und wenn wir aufhören zu versuchen, das zu besitzen, gibt es sich uns oder schenkt es sich uns. But this is a calm, quiet light. Es ist ein stilles, ruhiges Licht, Whether the mind is peaceful or agitated, egal ob der Geist friedlich ist oder sehr aufgeregt, whether there are many thoughts or few thoughts, egal ob da viele Gedanken sind oder wenige. the stay presence on the point of the arising of the thought. Wir bleiben gewahr in dem Moment des In Erscheinung tretens des Gedankens.
How do we do that? Wie machen wir das? If the enemy is going to invade Germany through Essen, we're in the wrong place. Wenn der Feind eine Invasion nach Deutschland über Essen macht, sind wir am falschen Ort. We have to get all our soldiers from Berlin to Essen. Dann müssen wir alle Soldaten von Berlin nach Essen bringen. This is a logistical problem. Das ist ein logistisches Problem. In the same way in your mind, if you locate your mind in some place, the thought will come up behind you and tap you on the shoulder. Das ist genau das Problem, vor dem stehen wir auch in Bezug auf unseren Geist. Wenn wir den an einem bestimmten Ort verorten, kommt der Gedanke und tippt uns auf die andere Schulter. So, as we were looking earlier, it's like a panoramic vision. Wie wir vorher schon gesehen haben, es ist mehr wie eine Rundumsicht. By being present but uncommitted, we're open to everything which is occurring where it occurs. Dadurch, dass wir gegenwärtig sind, aber uns nicht einer Sache verschrieben haben, sind wir allem gegenüber offen, und zwar egal, wo es erscheint. Which means again and again releasing the feeling tone, which feels very true for me. I am here. Und das bedeutet immer wieder diese Empfindungsregung wieder loszulassen, die so ganz wahrhaftig für mich scheint. Ich bin hier. I am here, the thought is there. The thought is coming at me, I'm going towards the thought. Ich bin hier, der Gedanke ist dort, der Gedanke kommt zu mir, ich stehe dem Gedanken gegenüber oder der Gedanke ist mein Weg. This is our ordinary way of conceptualizing the movement of thoughts and feeling across time and space. Genauso konzeptualisieren wir Gedanken und Gefühle über Zeit und Raum hinaus. But the awareness is everywhere. Gewahrsein ist aber überall, It's not inside or outside. weder innen noch außen. For the purposes of some kind of practice, you might see it as located in the heart. Zum Nutzen mancher Praxis mögen wir das manchmal als im Herzen verortet betrachten. But it's not a thing. It doesn't have a shape or a form. Aber Gewahrsein ist kein Ding, hat keine Form, keine Ausformung, keine feste It Form. doesn't have a color, doesn't have any kind of dimension. Hat keine Farbe und nimmt keine Dimensionen ein. So again and again, we need to return to being with our mind, so our mind can show us what it is. Wir müssen also immer wieder zurückkehren, um mit unserem Geist zusammen zu sein, damit er uns zeigen kann, was er ist. What could be more important than this? Gibt es irgendwas Wichtigeres als dies? If you forget where your keys are, you get upset. Wenn man vergisst, wo man die Schlüssel hat, dann regt man sich auf. If you forget where your mind is, have you ever really been bothered? Haben wir uns jemals wirklich darüber aufgeregt, wenn wir vergessen haben, wo unser Geist ist? And why should you be bothered? Because if you think your mind's a thought, shit, you got a lot of other thoughts. Have another thought. Warum sollte man sich da auch groß kümmern, wenn man die Idee hat, dass der Geist sowieso Gedanken sind? Man hat so viele Gedanken. Wenn einer verloren geht, kann man 1000 andere Gedanken haben. Our mind is the basis of our existence. Aber unser Geist ist die Grundlage für unsere Existenz. It is who we are. Es ist, wer wir sind. It is how we are. Er ist, wie wir sind. But we can only be it by being with it. Wir können aber nur der Geist sein, dadurch, dass wir mit ihm zusammen sind. Again, this doesn't mean thoughts and feelings and so on are bad. Wiederum bedeutet das nicht, dass Gedanken und Gefühle und so weiter schlecht seien. If you see a small child wandering in the park, Wenn man sich ein Kind anschaut, das im Park unterwegs ist, you keep an eye on it, and sooner or later the mother arrives. Oh my God, where have you been? dann hat man ein Auge drauf und irgendwann früher oder später taucht die Mutter auf und sagt, oh Gott, wo warst du denn? If you want to find the mother, you wait with the child. Wenn man die Mutter nämlich finden will, dann wartet man am besten beim Kind. The mother is the mind itself. Die Mutter ist der Geist selber. Thoughts, feelings, sensations, these are the children. Gedanken, Gefühle, Empfindungen sind die Kinder. Don't split them into two separate things. Man muss sie nicht in zwei getrennte Dinge aufteilen. Think, oh, my mind's so full of stuff, I don't know what's going on. Oh Gott, mein Geist ist so voll gedrängt, voll mit Zeug, ich weiß nicht, was ich machen soll. Stay precisely present on the point of confusion. Bleib einfach gegenwärtig in diesem Punkt der Verwirrung.
We just do that. How? We just are. We're here. Wie macht man das? Einfach so, wir sind da, wir sind hier. We're here. Einfach hier. Here is where we are. There is where we go to. If we're not here, we've gone there. Hier ist, wo wir sind. Da oder dort ist da, wo wir hingehen. Wenn wir nicht hier sind, dann sind wir dahin gegangen. No one came and dragged us there. Niemand hat uns dahin geschleppt. The one who goes from here to there is a thought. Der von hier nach da geht, ist ein Gedanke. The mind is already everywhere but never moves. Der Geist ist ja schon überall, aber bewegt sich nicht. So, by being here, you're in the right place. Dadurch, dass wir hier sind, sind wir am richtigen Ort. And gradually you have a sense of what it means to be present. Und mehr erfahren wir, was es bedeutet, gegenwärtig zu sein. It's not an idea. Das ist keine Vorstellung. It's not an experience. It's not a thought. Auch kein Erlebnis und kein Gedanke. The example is like the mirror. Das Beispiel ist der Spiegel. It's open and empty. Offen und leer. But we are full of stuff. Aber wir sind voll mit Kram. However, we are full of stuff because we are open and empty. Jedoch sind wir voll von Kram, weil wir offen und leer sind. So there's no contradiction between the two. Das heißt, diese beiden widersprechen sich nicht. So whatever is in your mind, whatever you get preoccupied by, this is only possible because of the space of the mind. Das heißt, egal was in unserem Geist ist, egal was uns beschäftigt, ist nur deswegen möglich, wegen der Weite des Geistes. So don't go looking for the mind as if it was somewhere else. Darum müssen wir den Geist nicht suchen, als wäre der irgendwo anders. If experience is arising, the mind is here. Wenn Erlebnisse erscheinen, ist der Geist hier. And because the mind is here, more experience arises. Und weil der Geist hier ist, entstehen oder erscheinen mehr Erlebnisse. This is the inseparability of Kata and Hlundru. Die Untrennbarkeit ist das von Kata und Hlundru. Everything you see, feel, touch, all the various modes of experience are inseparable from ground emptiness. All die Dinge, die wir sehen, fühlen, berühren, all die Dinge, die wir erleben, sind völlig untrennbar von der grundlegenden Leerheit. Okay, now the end for today. Dann machen wir hier Schluss für heute. And if you like, you can practice yourself in the evening or reflect on these. And if you have any questions about practice, you can raise them tomorrow. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das ein bisschen ausprobieren, die Praxis heute Abend. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, können die morgen gestellt werden. And we start again, what, 9:30? I think at 9 o'clock tomorrow. Um 9 fangen wir morgen an. Oder um 9:30 Uhr? 9 o'clock. Wow. 9:30? 9:30 Uhr. 9:30. Whoa. I thought I read it. I wasn't here. Somebody's dragging you here. And thank you for your focused attention. We worked very hard today. We covered many, many different things. The quality of attention in the room is very present, very beautiful for me. Thank you. Vielen Dank dafür, dass Sie so Great translation. Yeah. Verzeiht mir die Ungenauigkeiten und helft mir, wenn ihr es besser wisst. Echt 9:30 Uhr. I'm happy that it's 9:30 actually. I'm very unhappy knowing that it should be 9 o'clock tomorrow morning. It is 9. No, it's Olaf 9:30. just said 9:30. Yeah, that's good. That's good. Yeah, that's very That's good. what I feel about it. Hi, hello. May I ask you for a little signature? Also wirklich 9:30 Uhr, ja, ich frage My nochmal. dedication to Thailand. Oh, wonderful. And it's the German title is so much the handicap. Yeah. So I'm gonna It'd be quite light to take with you. a little bit heavy. No break.
Thank you. Oh, Ja, vor allen Dingen hier. Christi, ich beeile mich. no, it's okay. Oh, what is this now? Langi. It is yours. Ach, das ist so. Yes, I think this is Robert's. Yeah. Yeah. Tolle Texte. Okay. Deutsch? Das ist auf Deutsch auch, ja. Das ist die deutsche Übersetzung. Aber ich kann dir auch Bücher leihen von James, wenn du möchtest. Ich vermute ja.